Habe ich dann meinen Namen gehört, dann dachte ich mir, krass, jetzt passiert es. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es für uns nach Berlin. Wir spielen gegen Union und heute gibt es im Feiertagsmagazin eine Premiere. Youssoufa Moukoko ist bei mir und ich freue mich wie Bolle, dass er hier ist. Ich freue mich auch. Hallo. Mucki, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die letzte Niederlage am vergangenen Sonntag, die hat uns natürlich allen wehgetan, ganz klar. Du warst noch ein Lichtblick, hast noch einen Assist geben können. Die Frage stellt sich uns natürlich, wie habt ihr das Spiel aufgearbeitet diese Woche? Hat es einen Tag gedauert, 2, 3? Ja, 3 Tage gedauert. Ne? Ehrlich? Ja, ich glaube, keiner kam so klar damit, dass wir zu Hause 5 Tore bekommen. Ich glaube, das hat jeden so getroffen. Auch wenn du so auf der Bank so sitzt, fragst du dich auch, wie geht das und so. Und dann willst du die Mannschaft helfen. Aber ich glaube, Niederlagen gehört auch so dazu. Und darauf kann man so lernen. Für dich war es die erste Vorlage in diesem Jahr. In der U23 hast du schon ein Tor gemacht. Bist du nach deiner Verletzung jetzt wieder 100%ig fit? Ist alles wieder okay? Ja, also sage ich mal, halbes Jahr, letztes Jahr hatte ich echt, sage ich mal, schwierig so Jahr gehabt, wo ich immer so zurückkam, dann wieder Verletzungen, dann mit meinen Augen. Das war schon sehr hart für mich, aber seit Januar fühle ich mich so wirklich sehr gut und 100% auch so fit. Das merkt man dann, auch wenn man auf den Platz geht. Ja, ne? genau. Also jetzt fühlt mir alles einfacher als, sage ich mal, Kann ich mir vorstellen. November, Dezember, wo ich so dribbeln wollte, aber ging irgendwie gar nicht. Aber mittlerweile fühle ich mich einfach sehr leicht auch so. Hast du dir für dieses Jahr persönliche Ziele gesetzt oder ist der Fokus jetzt erstmal darauf gesetzt, dass du sagst, weißt du was, ich möchte verletzungsfrei überstehen in der letzten Zeit? Du hast es ja schon gesagt, hat sich ja doch einige Mal erwischt. Ne? Ja, also mein Ziel ist nur jetzt verletzungsfrei so zu bleiben, so lange wie es geht und dann, sage ich mal, Spielzeit so zu bekommen. So viel wie möglich. Ja. Das hoffe ich auch. Und Tore machen, oder? Das stimmt, ja. Das ist doch das Schönste. Das kannst du ja auch wie kaum ein anderer. Na, Earl steht noch vor. Ich habe die Verletzungen eben schon erwähnt. Wie bist du mit den Rückschlägen umgegangen? Vorher war es war ja alles ein Riesenhype um Youssoufa und alles war positiv, alles war schön und dann plötzlich so eine Situation. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich ungewohnt, aber auch sehr, sehr schwer war. Ja, am Anfang war es sehr schwer zu verstehen. So. Ja. Dann aber mittlerweile komme ich sehr gut so mit Verletzungen so klar, weil das gehört einfach so im Fußball, sage ich mal. Ich glaube, es gibt kaum keine Spieler, die so ohne Verletzung durchgehen. So, das ist unmöglich. Irgendwann passiert immer, ob, sage ich mal, entweder zu Hause oder auf dem Spielplatz, egal wo, kann immer irgendwas passieren. Und du musst einfach, sage ich mal, wenn das so passiert, mit einer Motivation, jetzt so, dann kommst du auch stärker. Genau, ja, ganz genau. Ja. Gibt es auch einen von den Älteren, der dich einfach mal in den Arm nimmt und sagt, Youssoufa, mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Ja, also ich hatte Glück gehabt, dass ich meine Reha mit Schmelzer gehabt habe. Ja, gut, das ist natürlich super, oder? Das stimmt, ja. Also der hat mich echt jeden Tag motiviert und seine Lieder, die er angemacht hat, war auch super. Ja, obwohl, das waren eher Oldies, oder? Nein, manchmal haben wir Kapital. Mal gucken, auch, was Schmelle dazu sagt, wenn er das hört. Ja, ich mag ja auch Schmelle, er ist ja einfach ein toller Typ. Wirklich, wirklich, der hat mir echt geholfen, viel mit mir gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch über das kommende Spiel sprechen, über Union Berlin. Da geht es am Sonntag hin. An was denkst du als erstes, wenn du an ein Spiel in Berlin denkst? Boah, ich denke immer an das, sage ich mal, mein Debüt und dann kam das erste Tor. Debüt, kannst du kurz erklären? Das erste Spiel war? Ja, das war gegen Berlin, also das war, glaube ich, 5 Minuten vor Ende, habe ich dann meinen Namen gehört, dann dachte ich mir, krass, jetzt passiert das. Ja, das war wirklich so und dann hat mir viele Spieler viel Glück so gewünscht und dann war ich dann drin. Dann war komplett anders. Also das Stadion war irgendwie größer, als ich so dachte. Ne? Das ist so, ja, das ist riesig, riesig, riesig. Das stimmt. Youssoufa hat, und das haben wir alle schon mitbekommen, einige Rekorde aufgestellt. Und immer wieder spielt Berlin dort eine Rolle.
Ich wollte den Pokal gar nicht mehr abgeben. Ja. Das verstehe ich, kenne ich, das Gefühl. Und dann irgendwann mal kam Jaden. Hat aber einer gemerkt und hat gesagt, nee. Ja, Jaden kam, der so gib her, dann dachte ich, okay. Debüteinsatz, Debüttor, erster Profititel, alles in Berlin. Das erste Tor zu Hause hast du auch gegen eine Berliner Mannschaft geschossen. Jetzt verrate uns doch mal dein Berlin-Geheimnis. Wie kommt das? Vielleicht liegt einfach in meinem Blut drin, dass ich immer gegen Berlin oder Union oder sage ich mal. Da Berlin. passiert irgendwas mit deinem Körper, genau. ne? Ja. Gibt es keine richtige Erklärung für? Nein, dafür gibt es nicht. Vielleicht soll das einfach so sein. Ich glaube auch. Es ist für dich die zweite Saison jetzt bei den Profis. Wie analysierst du die Zeit? Was hast du gelernt? Wo willst du dich vor allen Dingen auch verbessern? Ich habe viele Sachen gelernt. Also sage ich mal, in der Jungen habe ich den Ball genommen, durchgedribbelt, gefühlt Tor gemacht. Und jetzt mittlerweile hast du Spieler, die dafür so sorgen, dass du ganz vorne so drin bleibst und dann bekommst du einfach die Bälle, als würdest du so essen, so, als würden die so futtern, so die ganze Zeit. Ja, so, ehrlich? Ja, wirklich, so, du musst einfach da vorne so bleiben. Ich habe echt viel gelernt, sage ich mal. Auch mein Spielgedanke ist komplett anders geworden. Das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Und ich glaube, das ist für junge Menschen nicht einfach, da einfach einen Schalter umzuknipsen und zu sagen, jetzt war ich Jugendspieler und jetzt bin ich Senior oder spiele bei den Erwachsenen. Das kann man so nicht machen. Nein, also ich glaube, die eine Woche, die ich hatte ja bei dem Profi, da dachte ich mir, wo bin ich hier gelandet? So wirklich war das. Ich bin in den Internat gegangen, ich war total kaputt, wirklich. Ja. Habe ich mich hingelegt, dachte ich mir, Alter, schaffe ich das überhaupt so 2 Wochen hier durchzuhalten? Dann irgendwann ging das, dann habe ich mit Piszczek, glaube ich, auch geredet, mit Mats auch. Dann, von denen habe ich immer wieder so Tipps bekommen. So, die meinten, am Anfang wird nicht so alles klappen, aber irgendwann mal merkst du so, okay. Jetzt spielst du natürlich jeden Tag gegen Mats Hummels, Manuel Akanji. Das sind natürlich Top-Leute. Du spielst mit Marco Reus, mit Erling Haaland. Wie sehr hilft dir das bei deiner persönlichen Entwicklung? Ja, das hilft schon sehr viel. Du guckst dir so an, wie die das machen. Weil ich glaube, die sind schon erfahren. Die haben fast alles gewonnen, wenn man so ehrlich so ist. Ne? Ja. Und eine Erling kannst du dir viel so angucken, weil du so auch selber eine Stürmer so bist. Der ist groß, deine Dynamik so, das kannst du dir schon anschauen. Und von Marco kannst du dir seine Spielintelligenz einfach, also das ist unfassbar. Ja. So wirklich, so seine Spielintelligenz. Und Mats und Manu, die sind einfach körperlich. Wenn du so Zweikämpfer so dahin gehst, kannst du einfach. Das sind auch Kanten, ne? Genau. Vielleicht mit Tempo kannst du mal so am Mats vorbei so kommen, aber die sind einfach sehr schlau. Ja. Jetzt hast du persönlich ja wirklich sehr gute Erinnerungen an Berlin. Wir, der BVB, jetzt nicht sonderlich. Wir konnten in der Liga noch nie dort gewinnen bei Union. Das ist wirklich so. Und jetzt geht es am Sonntag wieder dorthin. Also, was müsst ihr am Sonntag besser machen, um dort einen Dreier mit nach Dortmund zu nehmen? Ja, ich glaube, wir müssen als Mannschaft so spielen und verteilen, füreinander so da sein. Und dann holen wir die 3 Punkte, glaube ich. Diese Geschlossenheit, also als Mannschaft brauchen wir auf jeden Fall dort, weil das wird auf jeden Fall hart. Jetzt kommen wir mal zu einem Erfolg außerhalb des Fußballs. Du hast deinen Führerschein bestanden, du hast deinen Führerschein. Und wir haben einen deiner Kollegen mal gefragt, wie so deine fahrerischen Qualitäten sind. Nein. Also ich würde eher bei Mucki einsteigen als bei vielen anderen hier. Ja, ganz klar. Also Mucki, Top 3 Autofahrer in dieser Mannschaft, ohne dass ich ihn jemals im Steuer gesehen habe. Ich glaube, er hat ja noch begleitetes Fahren. Ne? Ich glaube, mit mir dürfte er fahren. Ist noch nicht passiert. Also ich habe ihn schon oft gefahren, aber andersrum noch nicht. Ich werde es aber, wenn ich mal ein Bild davon bekomme, auf jeden Fall berichten, wie das war. Aber ich schätze ihn als sehr seriösen, sehr soliden Autofahrer ein. Mucki, das musst du erklären. Das war ja ein Loblied auf dich. Ja, ich glaube nicht 100%. Ja, auch eher so. Oh komm. Ich weiß es nicht, ja. Der scheint aber viel Vertrauen in dich zu haben, der Mats. Ja. Wie läuft es denn aus deiner Sicht persönlich hinterm Steuer? Gut? Macht Spaß? Ja, gut, ja. Ich achte auf alles. Aber ich glaube, in 4-3 Jahren werde ich auch mit einer Hand so fahren. Mucki, immer Augen auf. Nur im Strafraum schnell sein. Ja? Genau. So soll's sein. Außerhalb nicht, ja. Nee, doch, außerhalb kannst du auch schnell. Außerhalb des Strafraums, aber nicht außerhalb der Ortschaft. Einfach
ruhig Piano fahren. Dann kannst du auch lange fahren. Also, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mit dem Versprechen, dass wir gewinnen, kann ich gut leben. Es hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Und wenn wir natürlich gewinnen, dann muss man natürlich schnellstmöglich wiederkommen, weil das ein gutes Oben ist. Dann bringt Glück, genau. Machen wir das. Vielen Dank. Sehr gerne. Drückt unseren Jungs die Daumen, egal wo ihr seid. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und Muki.